In diesem Video wird gezeigt, wie mit durch Analyzer.IE gefundenen Fehlern umzugehen ist, bzw. wie diese zu beheben sind, um gegebenenfalls am Ende einen fehlerfreien Abnahmebericht erstellen zu können. Zunächst muss das Messprinzip des Analyzer.IE verstanden werden. Fast die gesamte Diagnoseinformation wird bei den einzelnen Profinet-Teilnehmern per Ethernet-Telegramm abgeholt. Dazu werden SNMP und Profinet-Read-Telegramme verwendet. Das heißt, fast alle angezeigten Informationen sind nicht durch den Analyzer.IE gemessen worden, sondern sind von den Profinet-Teilnehmern so gemeldet worden. Leider kommt es immer mal wieder zu falschen Meldungen durch Profinet-Teilnehmer, welche sich im Zweifel durch eine neue Firmware für das betroffene Gerät beheben lassen. Im Folgenden gehen wir nun auf typische Fehler ein. Es kommt zu Telegrammverlusten. Wenn die beiden beteiligten Ethernet-Ports, die Telegrammverluste melden, direkt verbunden sind, handelt es sich sehr sicher um echte Verluste. Hier ist Device 20 und Device 30 betroffen. Diese sind direkt mit einer Ethernet-Leitung verbunden. Somit gehen wir hier von echten Telegrammverlusten aus. Wenn hingegen nur ein einzelner Port Verluste meldet, die Gegenstelle an diesem Kabel keine Verluste meldet, ist es sehr sicher eine Fehlmeldung des Devices. Hier könnte, wie schon gesagt, eine neue Firmware helfen. Anzeige: Die Portauslastung übersteigt den zulässigen Wert, zum Beispiel 20 oder 25%. Als Lösung könnte hier die Update-Rate der Profinet-Teilnehmer reduziert werden. Dann wird die Buslast geringer. Dabei muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Daten noch rechtzeitig in der Steuerung ankommen. Dazu muss man die Zykluszeit der Steuerung bewerten. Anzeige: Die Porteinstellungen bei Feldgeräten scheinen falsch eingestellt zu sein. In diesem Beispiel sehen wir Anzeige 100 Megabit Halbduplex. Um festzustellen, ob es sich lediglich um eine Falschmeldung des Ports handelt, kann der betroffene Port mit einem fest auf 100 Megabit eingestellten Port verbunden werden, zum Beispiel an einem parametrierbaren Switch. Arbeitet das Gerät anschließend mit 100 Megabit Full Duplex weiterhin problemlos, war das Ganze nur ein falscher Eintrag. Anzeige: Das Netzlastverhältnis ist zu klein. Es gibt hier grundsätzlich zwei Lösungsansätze. Entweder die Telegrammlast der IP-Telegramme reduzieren, was bis hin zu einer Netzwerktrennung Profinet auf der einen Seite, restliche Anlagennetz auf der anderen Seite führen kann und damit sehr aufwendig sein kann. Alternativ erhöhen wir die Profinet-Telegrammlast. Dadurch wird das Verhältnis besser. In der Praxis ist das meist einfacher durchführbar. Es muss aber darauf geachtet werden, dass durch die erhöhte Netzlast nicht die maximale Netzlast an einem Port, zum Beispiel 20%, überschritten wird. Eine gute Möglichkeit, um Veränderungen in der Netzstruktur zu erkennen, ist die Option Referenz. Hier wird ein Ist-Zustand erfasst und anschließend mit einem neuen Ist-Zustand verglichen, zum Beispiel nach einem nächtlichen Netzwerkausfall. In diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass der Ausfall offenbar durch umgesteckte Kabel verursacht wurde, eventuell auch aus Versehen. Damit ist diese Ausfallursache identifiziert und kann als harmlos eingestuft werden. Wir können hier in diesem Video natürlich nicht alle möglichen Fehler darstellen, aber Sie haben jetzt das Grundlagenwissen, um angezeigte Fehlerbilder auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen und diese Erkenntnisse auch zu begründen.